Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute wieder mit dem Thema Lichttherapie und wie ist denn die Geschichte gewesen, eigentlich ursprünglich, dass die Lichtmedizin heute auch schulmedizinisch anerkannt ist, aber das ging jetzt alles 200 Jahre. Ich möchte mich heute mit einem Fachmann über die Geschichte unterhalten, so gut, dass ihr auch kennt, und das ist niemand geringerer als ein Dr. Ludwig Reiser. Ganz herzlich willkommen, lieber Ludwig. Danke für die Einladung. Ich möchte es noch erwähnen, du bist Doktor der Medizin, also Doktor der Integrativmedizin und Doktor der Naturmedizin. Ja. Unser Format heißt Naturmedizin, ist schon cool, ne? Ja. Eigentlich müsstest du hier sitzen. Ach nein, das ist, glaube ich, schon ganz gut so. Ja, schauen wir mal. Also ich werde noch viel lernen dürfen von dir, weil das ist ein Garant, dass wir noch viele weitere Sendungen machen müssen, denn du hast dieses naturmedizinische Wissen und das integrative Wissen, und das sind genau diese zwei Dinge, die mich aus der Quantenphysik, aus der Schwingungstherapie, aus informationsfeldgesteuerter Medizin so brennend interessieren, um einfach zu ergänzen, meinen Zuschauern zur Verfügung zu stellen als weitere Sichtweise zur Schulmedizin. So, ja. Und heute gehen wir aber rein ins Thema Lichttherapie. Ich weiß von der Universität in Wien, dass das heute Standard ist. Es wird in der Schulmedizin nicht mehr darüber debattiert, ob das wirkt oder nicht wirkt. Man weiß es. Die Basics seien gelegt. Ja. Jetzt schnaufst du ganz tief, also da möchte ich dich gern hören. Was denkst du gerade? Also ich sag's mal so, nur weil etwas wissenschaftlich bewiesen wurde, ist es noch lange nicht wissenschaftlich anerkannt unter den Kollegen. Also die Lichttherapie ist meines Erachtens immer noch absolut verkannt. Auch wenn es inzwischen Universitäten gibt wie Universität Wien, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, und auch einen großen Kollegenkreis gibt, der inzwischen mit Lichttherapiegeräten sehr erfolgreich arbeitet. Ja. Und jeder, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, kommt zu dem Schluss, ja, es kann gar nicht anders sein, als dass das eine Medizin ist, die ein Riesenpotenzial hat, vor allen Dingen ein Riesenzukunftspotenzial hat, und dass sie viele Probleme lösen wird, die wir uns durch unsere Zivilisation erschaffen haben. Ich denke, das steht wissenschaftlich außer Frage, ist aber im Mainstream noch ganz sicher nicht angekommen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Lichtmedizin eine große Lobby der Unterstützer hat. Das sind überzeugte Pioniere. Also wir sind immer noch in der Pionierphase mit der Lichtmedizin, obwohl sie ja doch schon relativ alt ist. Ja, über die Geschichte möchte ich gleich reden, aber du hast natürlich recht. Ich meine, wer hat schon Interesse, eine Lichttherapie zu vermarkten? Da braucht es ja ganz viel kapitalkräftige Menschen, bis letztendlich jeder Konsument und zu Hause erfahren hat, dass es das überhaupt gibt. Das ist das Problem. Wobei, ich sehe jetzt auch, wenn ich eine Liste anschaue, welche Krankenhäuser in Europa schon mit solchen Systemen arbeiten, dann komme ich auch nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ja. Sogar in der Schweiz haben es viele Krankenhäuser, in Österreich sowieso, oder? Also das ist schon, es kommt was. Ja? Vor allen Dingen die Privatkliniken, die sind dann natürlich immer die Vorreiter. Das ist aber klassisch, das ist bei allen neuen Therapiekonzepten so, dass die von den Instituten, die wirtschaftlich besser aufgestellt sind, übernommen werden. Und aufgebaut werden, und dass es dann meistens noch Jahrzehnte dauert, bis das in der Kassenmedizin oder in der allgemeinen Volksmedizin einfach angekommen ist. Verstehe ich, klar. Jetzt noch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben schon einige Sendungen gemacht über Lichttherapie. Es ist einfach ein kaltes, rotes Licht, das man mit einem Gerät in die Haut überträgt, also eigentlich ein Bewusstsein, eine Farbe, eine Schwingung. Es ist Energie, und es ist wissenschaftlich dokumentiert, dass Wundheilungen viel, viel schneller vonstatten gehen, aber auch die Schmerzempfinden deutlich reduziert werden kann. So, das ist wichtig noch für Sie zu wissen, damit Sie unbedingt auch dranbleiben jetzt in der Sendung, weil ich heute zuerst noch in die Geschichte eintauchen möchte. So, ist die Lichttherapie denn neu oder ist sie alt? Nein, sie ist uralt. Also, dass Licht positive Effekte auf uns hat, das kennen wir eigentlich schon aus unseren Kulturen, aus unserer Mythologie. Lichtfeste gibt es ja in allen Religionen letztendlich. Also da fängt dieses Thema schon mal irgendwo an. Da ist schon mal ein Bewusstsein dafür, dass das Licht absolut essentiell ist. Und als Therapie fängt es wirklich bewusst an, also dass ich davon weiß. Das war Ende des 19. Jahrhunderts in Indien, wo ein Arzt sozusagen eine Öllampe mit unterschiedlichen Farbfenstern versehen hat und damit
in den Regionen, wo eben nicht die wirtschaftlichen Mittel waren, nämlich Slums und dergleichen, also nicht die wirtschaftlichen Mittel für Therapie war, dort angefangen hat, damit zu arbeiten und damit auch sehr erfolgreich war. Und es gibt da auch schon aus dieser Zeit Veröffentlichungen und die ersten lichtmedizinischen Geräte. Dann kommt aber sozusagen dieser große Umschwung in der Medizingeschichte Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, wo man die Allopathie und die Naturheilkunde voneinander getrennt hat. Böse Zungen mögen behaupten, dass dort wirtschaftliche Interessen dahinter standen. Sei jetzt einfach mal dahingestellt. Fakt ist, es hat dazu geführt, dass wir von der Medizin sehr in die ganz konventionelle Stoffmedizin gegangen sind. Und zwar nicht mehr mit Stoffen, die aus der Natur kommen, sondern mit Einzelstoffen, in denen wir die ganzen Mechanismen wirklich klar nachvollziehen können. Das war dann die einzig seriöse Medizin und hat diese Alternativen und auch die Gerätemedizin, wo auch die Lichtmedizin mit dazugehört hat, verdrängt und in den Hintergrund gedrängt, kam aber dann spätestens mit der Raumfahrt wieder, weil da ist dann der fließende Übergang zur Schwingungsmedizin, weil wenn der Mensch sein Schwingungsfeld Erde verlässt, kriegt er große Probleme. Und das hat man in der Raumfahrt früh erkannt und hat das dann sozusagen ergänzt und das wurde mit Akustik, mit Schwingungen und auch mit Licht gemacht. Also insofern eigentlich nichts Neues. Das, was jetzt neu ist, ist der wissenschaftliche Tiefgang, den die Lichtmedizin heute hat. Gerade über das, was Repuls gemacht hat mit diesen Jahren der Studien, mit den Jahren auch der wirklich Hintergrundforschung, sind halt heute die Mechanismen klar, was das Licht in einer Zelle auslöst und wozu das führt. Und das ist eine neue Grundlage, die uns sozusagen unanfechtbar macht, weil wir es einfach wissenschaftlich fundiert beweisen können, dass das, was wir hier reden, dass das, was wir sagen, dass Lichtmedizin macht, auch tatsächlich wirklich so nachvollziehbar ist. Also die Wirkung kann man nachvollziehen, aber eigentlich nicht den Weg dahin, oder? Ja und nein. Man kann, viele Wege führen nach Rom und einige Wege kann man nachvollziehen, aber nicht alle. Also das heißt, da wie gesagt nochmal Professor Popp, den möchte ich dann nochmal gerne mit ins Boot bringen. Der hat da sehr, sehr gute Hintergrundforschungen gemacht, was wirklich für ein physikalischer Mechanismus in der Zelle ausgelöst wird. Solche Leute wie ich, die denken ja noch ein bisschen anders. Also mir geht es ja nicht nur rein um die physikalisch nachvollziehbare Wirkung, sondern auch um die Effekte, die ich sehe, auch wenn ich sie nicht verstehen kann. In der ayurvedischen Medizin ist es mit den einzelnen Energiezentren ja ein altbekanntes Thema und dass ich in Energiezentren mit Energiequellen erfolgreich arbeiten kann, ist auch ein altbekanntes Thema. Jetzt kommt da sozusagen die Lichtmedizin neu hinzu, weil sie durch das ist auch eine technische Neuerung, die wir jetzt erst haben. Darum gab es das früher auch nicht. Wir haben jetzt erst LEDs, die frequenzdefiniert sind, also die ganz speziell eine Lichtfrequenz oder nur ein sehr, sehr schmales Spektrum an Lichtfrequenzen aussenden und damit genau diese Mechanismen treffen, die wir auch nachvollziehen können. Das ist neu. Und damit haben wir ein neues Potenzial, weil wir damit ganz neue Energiemengen sozusagen definiert in den Körper hineinbringen können. Aber trotzdem stehen wir für mich noch ein bisschen am Anfang in diesem Themenbereich Lichtmedizin, weil es gibt ja viele unterschiedliche Lichtfarben und es gibt unterschiedliche Schwingungsfenster. Also Schwingungsfenster sind die, wo die Frequenzen im Körper eine Reaktion auslösen, wie zum Beispiel UV-Licht, Hautbräunung. Das ist das einfachst nachvollziehbare Fenster. Aber da gibt es noch viele andere. Also wir wissen ja jetzt, was Rotlicht machen kann. Ich glaube, es sind 660 Nanometer, explizit dieses Bandbreite, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Da müsste ich nachschauen. Gut, wo jetzt eben speziell Entzündungsparameter reduziert, Schmerzen reduziert, Wundheilung beschleunigt. Das heißt, nach deiner Idee wird irgendwann auch mal die Farbe Grün entdeckt werden auf eine Wirkung auf den Körper, oder? Die ist schon entdeckt. Die ist schon entdeckt, die ist schon in der Entwicklung. Das weiß ich, weil ich ja eben seit den Anfängen da auch mit dabei bin. Da sind schon mehrere Farben im Boot, aber von den ganzen Zulassungen her ist bisher im Prinzip das Rotlicht das zugelassen ist und dass das auch mit Studien und diesen ganzen unvorstellbaren Aufwänden einfach bewiesen wurde. Das andere sind Zukunftsentwicklungen, die existieren, aber noch nicht meines Wissens auf dem Markt sind. Also ich kenne noch irgendeinen Krebsprofessor, der in der Onkologie arbeitet, der hat mir mal gesagt, der arbeitet mit Gelblichtlaser.
Also ich habe da nicht weiter nachgefragt, aber das ist genau das, was du sagst. Es kommt viel mehr im Bereich der Farbtherapien auf uns zu, weil die alle irgendwo eine Wirkung haben auf unseren Organismus. Richtig. Aber das mit der Wirkung, wenn ich da mal ganz kurz noch mal bitte drauf eingehen dürfte. Wir sehen immer das Ergebnis, es wirkt entzündungsreduzierend. Ja, aber was passiert eigentlich? Was passiert, wenn ein Schmerz nachlässt, wenn eine Entzündung nachlässt? Letztendlich kommt es wieder zu einer natürlichen Harmonie, zu einem gesunderen System. Ja. Dafür muss nicht nur ein Stoff abgebaut oder aufgebaut werden, sondern es sind zahllose Stoffe, die ab- und aufgebaut werden müssen. Es sind unendlich viele Mechanismen, die ablaufen, während ein Körper heilt. Und wenn ich jetzt sozusagen nur eine Energieform dazugebe, wieso hat diese Energieform auf diese vielen Punkte einen positiven Effekt? Das ist die spannende Frage, die man sich eigentlich stellen sollte. Klar kann man einzelne Wege absolut exakt nachvollziehen, aber das viel interessanter ist diese breite Wirkung. Und die, denke ich, kann man mit unserem westlich-wissenschaftlichen Denken nicht befriedigend beantworten. Wenn wir dort aber zum Beispiel in ayurvedische Medizin gehen oder in die alten Naturtraditionen gehen, wo man über Schwingungen, über Balancen nachgedacht hat, dann eröffnet sich ein ganz anderes Erklärungsfeld. Und das ist das, wo auch ich persönlich mich sehr, sehr wohlfühle, weil ich damit einfach viel mehr der Mechanismen wirklich klar beschreiben kann. Dieses Reinbringen von einer Energie, die ich mit meinem Bewusstsein in alle Richtungen schicken kann, das ist genial. Und das erklärt die breite Wirkung, nicht der Einzelmechanismus. Das ist meine Meinung. Ja, die stützt sich ja letztendlich über die Quantenphysik, hast du wahrscheinlich totale Rückendeckung, oder? Das sagen ja die auch. Ja, aber das ist wie gesagt ein neues Denken. Wir haben da so einen gewissen Paradigmenwechsel. Den haben wir in allen wissenschaftlichen Bereichen. Und ja, der kommt sehr, sehr stark durch die Quantenphysik, weil die bisherige Wissenschaft hat ja immer gerne den Beobachter rausgelassen. Gesagt, ein wissenschaftliches Ergebnis ist etwas, was jeder reproduzieren kann, ungeachtet des Beobachters. Und die Quantenphysik ist ja die Forschung, die sagt, der Beobachter ist so zentral von der Bedeutung, dass sich eigentlich das Ergebnis in seinen Feinheiten immer ändert. Und nie ja, das aber Gleiche das ist ja eigentlich bewiesen. Also wenn ich jetzt mir nur aus dem CERN die Erläuterungen anschaue, eine gaukrische Normalverteilung, wo ich oben was runterlasse, habe ich hier einfach einen Berg, ganz normal. Aber wenn mein Bewusstsein sich nach rechts richtet und hier lasse ich alles runterfließen, ist plötzlich der ganze Berg da. Stimmt. So, also wenn das ja die Fakten sind, dann sind wir ja als Patient entscheidend für unseren eigenen Heilungsweg. Richtig. Genau. Und das ist das Besondere daran. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Tablette, die eine Wirkung hat, die bei allen identisch ist. Das wäre das allopathische Denken, sondern wir arbeiten hier mit Quanten, wir arbeiten mit Licht. Das heißt, das Ergebnis wird auch bei den Menschen unterschiedlich sein. Das heißt nicht unterschiedlich in der Intensität, sondern es ist die Frage, wer hat die Energie besser genutzt? Ich sag's jetzt mal so, ich übertreibe jetzt mal. Wenn mir meine große C wehtut und ich lege mir jetzt den Repuls auf die große C, schaue nebenbei Fußball, esse eine Tüte Chips und trinke dabei 4 Bier. Ja, gut, dann lässt vielleicht der Schmerz kurz mal durch das Licht nach. Also aber das Licht ist ja da, es wird ja es hat eine Wirkung, ja. Die Schwingung ist ja da am C. Die Schwingung ist da. Aber das Bewusstsein, das das Problem löst, ist nicht da. Das ist der wichtige Punkt. Wenn derjenige sozusagen dieses Licht bewusst anwendet, und zwar auch mit dem Fokus auf seine Heilung, dann schaut er nebenbei nicht Fußball, isst wahrscheinlich keine Tüte Chips und trinkt keine 4 Bier und wird damit einen ganz anderen nachhaltigen Effekt haben. Weil da gehen wir in die Richtung Eigenverantwortung und das ist etwas, was ja in der Medizin eigentlich gar nicht erwünscht ist. Letztendlich ist es so. In unserem medizinischen System ist die Eigenverantwortung nicht gewünscht, weil sie den Gottstatus der Medizin einfach reduziert. Aber für eine wirklich funktionierende Medizin, die wirklich im Sinne der Patienten ist, die im Sinne einer Heilung ist ein absolut tragendes Element die Eigenverantwortung. Und da ist so ein therapeutischer Weg definitiv der bessere. Das ist total meine Sichtweise und genau das, was ich immer mehr eigentlich vermitteln will, dass wir selbst auch Schöpfer sind, oder, für unsere Gesundheit. Da fragt sich dann aber auch, inwiefern ich dann eigentlich ein Rotlicht brauche, wenn ich in meinem Bewusstsein voll bei meinem großen C bin. Das ist eine klassische Frage. Das ist ein Klassiker, den man in der ganzen Bewusstseinsszene
kennt. Ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Es gibt Leute, die versuchen, sich ihr Konto gut zu meditieren. Ja. Ich kenne keinen, der damit Erfolg hatte. Ich habe einen anderen. Wenn jemand wirklich immer betet, ich möchte mal ein Lotto-Sechser, und irgendwann sagt dann der liebe Gott, jetzt kauf dir mal ein Los. Also man muss schon was tun, sonst geht's nicht. Man muss auch absolut was tun, sonst funktioniert es einfach überhaupt nicht. Das ist klar. Aber trotzdem, das eigene Bewusstsein. Ich überlege jetzt mal, ich hatte früher immer ganz starke Rückenschmerzen. Ich habe dieses Rotlicht noch nicht gekannt. Ich hatte dann eine Übung gemacht über das Qigong und habe die Energien über das Bewusstsein, über die Fersen, über den Rücken raufgezogen, bis in die kleinsten Fingerspitzen rauf. Ich habe 30 Jahre lang keine Rückenschmerzen mehr gekriegt. Ja, aber was hat sich verändert? Hat sich da jetzt einfach nur die Statik verändert oder der Energiefluss verändert oder ist es etwas viel Banaleres, was sich verändert hat? Ja, was denn? Die Aufrichtung. Wenn man sich bewusst dabei anschaut, dass man Rückenschmerzen hat und man geht darin, die Energie zum Fließen zu lassen, dann kommt man aus dieser klassischen Schreibtischtigerhaltung in eine aufrechte Haltung. Und diese aufrechte Haltung ist das, was den Unterschied macht. Denn die ist sozusagen nicht nur für unseren Körper besser, sondern sie ist, und das ist das Entscheidende, für unseren Geist, für unsere Seele besser. Denn ein Mensch, der so durchs Leben geht, der ist natürlich auch von dem Erfolg, von allem, was ihm entgegenkommt, ganz anders aufgestellt wie ein Mensch, der aufrecht dasteht. Jemand, der aufrecht dasteht, der steht souverän da, der kriegt weniger Angriffe, der bekommt mehr seine Ziele umgesetzt und. Der trägt leichter an dem, was er trägt und dementsprechend hat er weniger Schmerzen. Also es ist, diese Trennung zwischen der Physis und der Psyche ist für mich nicht möglich. Absolut nicht möglich. Wenn sich ein Mensch aufrichtet mit seinem Bewusstsein, wirkt er auf seine Physis und auf seine Psyche. Und das Gleiche haben wir bei der Lichtmedizin auch. Das heißt, wenn ich nur den physikalischen Effekt nutze, dann hat der eine Wirkung. Aber wenn ich zusätzlich zu diesem physikalischen Effekt auch mein Bewusstsein mitnutze, dann potenziere ich diesen Effekt richtig auf. Dann komme ich in einen Raum an Möglichkeiten, der absolut unbegrenzt ist. Und das ist das Schöne an dem Bewusstsein, das ist das Schöne an der Quantenphysik, weil das ist ja die Physik, die von unserem Geist abhängt, wo sich wirklich ganz neue Potenziale erschließen lassen. Also absolut die Medizin der Zukunft. Ja, aber du hast schon richtig gesagt, wir sind sehr häufig auch ein bisschen Opfer. Also wenn du Patient bist und irgendwo in eine Maschine reinkommst, in eine Maschinerie, dann bist du eigentlich wirklich nur noch ausgeliefert und kannst ja fast nichts mehr machen. Und dann kannst du dein eigenes Bewusstsein hin und her nehmen. Du kriegst Schmerztabletten und das musst du schlucken und das und das und das. Also ich möchte noch ein weiteres Thema öffnen und was mir noch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Es gibt ja auch die Leute, die Wunden haben, Wundproblematiken, aber chronische Wundproblematiken. Wie sind da hier deine Erfahrungen gewesen, hier zu arbeiten mit einem ganzheitlichen Ansatz Licht und Bewusstsein? Sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man ganz klar sagen. Weil sozusagen chronisch offene Wunden passieren nicht von heute auf morgen, sondern sind meistens die Folge eines langen, wenn nicht eines Jahrzehnte währenden Leidensweges. Das heißt, da hat der entsprechende Mensch seit Jahrzehnten ein physisches und damit auch ein seelisches Problem, das er jahrzehntelang nicht gelöst hat. Und jetzt, relativ zum Schluss hin, hat man erst das Problem mit offenen Wunden. Jetzt muss dieser Mensch sozusagen nicht nur seine Wunde geschlossen bekommen, seine Wundheilung fördern, sondern letztendlich auch den Konflikt, der ihn dorthin gebracht hat, aufarbeiten. Die ganze Kaskade. Ja. Die ganze Kaskade. Also die offene Wunde ist nur noch die letzte Wirkung gewesen. Richtig, richtig. Aber wie gesagt, ich habe oft genug kleine und große Wunder in der Medizin erlebt, dass ich sage, für mich gibt es nicht die Situation, dass etwas zu spät ist, dass etwas aussichtslos ist. Das gibt es für mich nicht. Jeder kann noch mal aus seinen Problemen herausfinden. Ob das dann immer wieder mit einer jugendlichen Gesundheit einhergeht, sei mal dahingestellt. Meistens geht es einfach nur wieder mit einer Zufriedenheit oder mit einem Glücklichsein einher, was dann den Körper langfristig nachzieht, sofern es nicht schon relativ fortgeschritten ist. Ich meine, klar, aus einem 80-Jährigen, der ein Leiden hat, macht man keinen 20-jährigen Jungspund. Das ist einfach wieder der Physik, ja? Klar, natürlich. Ja. Also die Einschränkung gibt es schon. Lichttherapie ist für dich die Medizin eigentlich der Zukunft, oder die jetzt schon da ist? Es ist ein Ausblick auf die Zukunft. Die Lichtmedizin ist absolut genial. Weil, ich meine, das Licht fängt ja in der Keimzelle des Lebens an. Ja? Es gibt ja überhaupt kein Leben, nichts, was auf dieser Welt existiert, was lebt,
könnte existieren ohne Licht. Gar nichts. Und das können wir uns ja auch nicht rein wissenschaftlich erklären, oder? Nein, letztendlich nicht. Letztendlich nicht. Ich meine, das gilt ja sogar für die Wesen, die in der Tiefsee leben, wo ja kein sichtbares Licht mehr ist, aber trotzdem in der Elementarchemie immer noch Licht ausgetauscht wird. Ja. Und dieses Licht ist dann das, was zum Leben reicht. Also wir haben nichts, keinen einzigen Vorgang in unserem Körper ohne Licht. Und drum können wir das Licht aus der Medizin gar nicht rauslassen. Es geht nicht. Weil es ist die kleinste Einheit, bei der alles anfängt. Und damit kommen wir auch mit der Lichttherapie so tief in die Systeme, dass wir eigentlich bei allen Problemen bis an die Wurzeln uns heranarbeiten können. Eine absolute Basismedizin. Absolut, ja. Jetzt, es gibt ja ganz viele rotes Licht. Ich kann mir überall im Großhandel eine Birne kaufen mit rotem Licht, aber wir reden nicht von dem, oder? Nein. Gut. Was reden wir konkret? Also es braucht wirklich eine medizinische Zulassung, damit diese Wirkung auch wirklich da nachgewiesen funktioniert. Die Zulassung ist nicht das, was die Heilung bewirkt. Das ist nur das, was die Legitimation gibt, sozusagen für den Produzenten, für den Kunden, dass das halt alles sauber und seriös ist. Dafür bin ich zu sehr Wissenschaftler und zu wenig Anwalt, um dieses Thema zu bearbeiten. Für mich ist das Entscheidende, dass man einsieht, ohne Licht geht es prinzipiell nicht. Und dann resultiert daraus prinzipiell 2 Gedanken. Nämlich Nummer 1, es gibt Licht, das uns gesund macht. Und Nummer 2, es gibt Licht, das uns krank macht. Und beides ist wichtig. Ich kann mir jetzt natürlich meinen schönen Repuls holen, der ein absolut frequenzdefiniertes Licht hat und damit natürlich auf der heilenden Seite ist. Ja, aber auf der anderen Seite kann ich mich dann die ganze Zeit ins reine Kunstlicht setzen und damit auch meine Energiebalance, meine Stressregulation, meine Schlafregulation, mein Melatonin und völlig in den Boden fahren. Ja? Also vielleicht denkt man über beides nach, dass man sich etwas Gutes tun kann, aber auch gleichzeitig etwas Schlechtes abbauen kann. Ach, toll. Kunstlicht. Wir müssen eine Sendung noch darüber machen. Ich höre, das hört nicht auf mit dir. Du machst eine Truhe nach einer anderen auf. Du hast völlig recht. Klar tue ich mir was Gutes mit diesem roten Licht, aber wenn ich auf der anderen Seite ständig diesem Kunstlicht ausgesetzt bin, das muss man ja auch ins Bewusstsein rüberführen, einen Patienten sagen, weg mit dem, rein mit dem, oder? Ja, ich meine, es ist ja heute zum Beispiel ein Klassiker, dass man die Jalousien runterlässt, um den Fernseher einzuschalten. Also gutes Sonnenlicht raus, schlechtes Fernsehlicht rein. Nur schon dort staune ich. Ich habe jetzt eine Brille fürs Fernsehschauen, Blaulichtfilter. Und seit ich den anhabe, innerhalb von 5 Minuten schlafe ich. Vorne hatte ich 90 Minuten Wartezeit, bis ich eingeschlafen bin. nur diese kleine blöde Brille, 10 € hat sie abgekostet. Ja. Und ich schlafe 5 Minuten ein. Das ist ein Wunder. Nein, das ist eigentlich kein Wunder, sondern das ist ein Echo-Effekt. Wir sind Teil dieser Welt und wir brauchen nicht glauben, dass wir uns da rausnehmen können. Wir sind von all den Energiefeldern, Kraftfeldern, Lichtfeldern, sonstiges, was uns umgibt, abhängig, weil diese Felder haben uns überhaupt erstmal ermöglicht. Diese Felder haben es geschafft, dass wir das sind, was wir heute sind. Ja. Jetzt sind wir diejenigen, die den Schindluder damit betreiben und wir sind diejenigen, die es ausbaden. Und das ist der Grund, warum auch die Lichtmedizin so zukunftsträchtig ist, weil sie nicht nur das Bewusstsein für den richtigen Weg öffnet, sondern weil sie auch das Bewusstsein dafür öffnet, dass etwas anderes nicht optimal ist. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist. Wir brauchen unser Licht, ganz klar. Es ist unser Umgang damit. Und daraus resultiert dann hoffentlich langfristig ein komplett anderes Denken über uns, über Schwingungen, über Frequenzen, über Licht und über das, was uns umgibt und welche verantwortliche Rolle wir eigentlich damit spielen. Ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen mit dir. Da ist einfach so schön, auch philosophische Dinge kann ich mit dir versprechen. Dr. Ludwig Reiser, das war mir eine Freude. Ebenfalls ganz herzlichen Dank für diese Sendung und für diese herzöffnenden Momente mit dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eigentlich die Idee dahinter, Ihnen heute die Lichttherapie ein bisschen näher zu bringen, auch die Geschichte und dass es da wirklich tolle Farbspektren gibt, die uns gut tun, aber eben auch solche, die uns ganz sicher nicht gut tun. Das haben wir heute auch gehört. So, ich wollte Sie ein bisschen sensibilisieren darauf. Das hoffe ich, ist mir gut gelungen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.